Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ihr seht schon, der Ort hat sich ein bisschen geändert. Es ist nicht mein Studio, es ist auch nicht die Ostsee, es ist direkt Spanien, ganz besonders Andalusien im Sommer. Hier direkt schön sieht's aus, man kann ja mal schauen, hier Strandfeeling, natürlich das Meer und heute ist endlich mal ein relativ windstiller Tag. Das heißt, ich kann wirklich auch mal am Strand moderieren und kann ja auch schöne Sachen machen, weil der Wind nicht so pustet und ständig hier sozusagen in mein Mikrofon bläst, sodass ich kaum zu verstehen bin. Also heute ist es super, es ist unwahrscheinlich schönes Wetter und es ist natürlich auch Experimentierwetter, denn ich habe natürlich auch die DJI Mini 2 wieder mit direkt in meinem Gepäck und es gibt nichts Schöneres als bei diesen Farben und in diesem Land eigentlich am Meer Drohne zu fliegen und die Bilder, die sind natürlich herrlich. Wer von euch direkt die Mini 2 oder eine andere Drohne gern mit in den Urlaub nimmt, der weiß das, dass natürlich bei solchem perfekten Licht ebenfalls die Bilder super werden. Was natürlich schade ist, dass hier in Spanien dann doch schon im Vergleich zum letzten Jahr ganz viele neue Flugverbotszonen für Drohnen eingerichtet wurden. Also ich habe mal auf der Karte geguckt. Die Karte habe ich euch übrigens mal hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Was ich gefunden habe, sozusagen mit der Flugverbotszone direkt in Spanien, 30% Flugverbotszonen kann man so schätzen, sind vom vorigen Jahr dazugekommen, was natürlich schade ist. Mit der Mini 2 bist du ein bisschen unter dem Level. Du bist ja sozusagen als Tourist dann eingestuft und nicht als professioneller Filmer. Das räumt dir hier in Spanien noch ein paar mehr Freiheiten ein in Bezug aufs Drohnefliegen. Aber wer mit so einem riesen Brett ankommt, wer sozusagen mit einer relativ großen Drohne, zum Beispiel die R2S, die habe ich auch mit, die packe ich gar nicht aus hier am Strand, weil ich es einfach nicht darf. Ich darf diese R2S nirgendwo fliegen, hier in der Nähe, wo ich bin, weil das zum professionellen Filmbetrieb gehört und das sind wieder andere Modalitäten in Bezug auf Drohnenanmeldung, Fluggenehmigung und so weiter und so fort. Also habt ihr wirklich mit der Mini 2 echt Glück, wenn ihr die irgendwo in den Urlaub nimmt. Da seid ihr immer noch so ein bisschen unter dem Level der Verbotszonen. Und schaut euch die Karte an, wo man in Spanien direkt fliegen kann. Und viel ist leider nicht mehr möglich, aber ich habe ein bisschen was gefunden und ich möchte einfach dann die DJI Mini 2 hier mit der Insta360 Go 2 mal verbinden. Das heißt, die Mini 2 hat eine Kamera nach vorne und die Go 2, die schrauben wir sozusagen direkt mal hinten an. Und so haben wir eine 360 Grad Rundumsicht hier beim Drohnefliegen. Und ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Wie macht sich die Insta360 Go 2? Groß ist sie ja noch nicht. Und was hat die an Bildqualität? Gefällt es mir nicht? Was kann man da so schön mit Drohnenshots machen? Das ist einfach für mich ein lustig Video. Das heißt für euch ebenfalls auch ein lustig Video. Und wer Interesse hat, dran zu bleiben, sehr gerne. Jetzt geht's los mit meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Das ist die DJI Mini 2 und das ist die Insta360 Go 2 und beide gehen sozusagen zusammen dann auf den großen Flug und die Insta360 Go 2, wer sie noch nicht kennt, ist wirklich eine Mini-Kamera im Daumengröße, 26,5 Gramm schwer, wenn man sie hier rausnimmt aus der Ladeschale und wirklich richtig gut verarbeitet und auch von der Bildqualität sehr schön. Ich habe nur einen optischen Filter drauf, deswegen ist das dunkler als direkt auf allen anderen Verpackungen. Ich habe hier sozusagen noch einen ND-Filter draufgeschraubt, damit es nachher bei Sonnenschein noch bessere Aufnahmen gibt. Das brauchen wir aktuell nicht. Wir brauchen halt nur diese Geschichte und gleichzeitig im Lieferumfang gibt es natürlich auch noch diese Halterung dazu. Da wird dann die Insta360 Go 2 direkt mit Magnet hier direkt einfach nur reingelegt. Das ist eine magnetische Halterung, dann hält das Ganze und gleichzeitig ist das natürlich auch eine wiederverwendbare Klebehalterung. Wenn du hier die Folie abziehst, hast du hier so wunderbare Klebeflächen und wenn wir die dann wieder abspülen, können wir die wirklich richtig oft verwenden. So, diese Klebefläche und die Insta360 müssen wir natürlich dann komplett mit der DJI Mini 2 verbinden. Und jetzt müssen wir natürlich die DJI Mini 2 und die Insta360 komplett noch miteinander verbinden. Das machen wir jetzt, indem wir das hier komplett hier raufkleben. Kamera hinten und eine Kamera vorne und schon hat man dann die 360 Grad Sicht dann noch ein bisschen höher gestellt, dass die Propeller nachher nicht im Weg sind, beziehungsweise man die nachher nicht sieht anhand des Weitwinkelobjektivs und da sieht es eigentlich schon ganz gut aus, aber es gibt noch eine Sache zu beachten, ich traue diesem Klebeverschluss nicht und werde das nochmal ein bisschen mit Gafferband fixieren.
sicher bei dieser Halterung, weil ich will ja nicht, dass das irgendwie aus 50 Meter komplett dann abgeht, und da kleben wir dann doch noch lieber etwas Gaffer hier zur Sicherheit rüber, um das Ganze dann hier ordentlich zu fixieren. Und Gaffer hält die Welt zusammen, und dementsprechend sieht es natürlich auch gut aus, dass wir hier sozusagen aufpassen, dass wir hier nichts an den Propellern oder irgendwo zusammenkleben, sondern einfach nur direkt die Halterung hier befestigen und das hier ein bisschen gerade machen, und so kann die DJI Mini 2 komplett mit der Insta360 Go 2 zusammen in die Luft gehen, und das ist auch relativ stabil und vernünftig. Kann man hier noch ein bisschen einstellen. Vorne eine Kamera und hinten eine Kamera. Wunderbare Geschichte. Das war es schon wieder von meinem kleinen Experiment hier direkt in Spanien, die DJI Mini 2 komplett zu verbinden mit der Insta360 Go 2. Und klar, von der Bildqualität ist natürlich die Mini 2 dann doch schon besser, aber die Go 2 macht auch einen guten Job, und gerade so diese Perspektive, ich mag diese Weitwinkelperspektive, dieses bisschen Fischaugeneffekt, sieht ganz lustig aus, kann man natürlich ebenfalls irgendwo verwenden, gerade wenn man so ein bisschen Weite und Tiefe zeigen möchte oder mehr auf dem Bild haben möchte, finde ich das ganz gut. War ein kleines Experiment. Denkt dran, bitte 249 Gramm ist die Mini 2 schwer, beziehungsweise 238 Gramm. Und wenn hier nochmal die 23 Gramm oder 24 Gramm von der Kamera dazukommen, sind wir natürlich definitiv über 250 Gramm hinaus. Und dafür bräuchtet ihr dann, wenn ihr das zu Hause nachmachen möchtet, einen kleinen Drohnenführerschein. Was bedeutet, ihr habt sozusagen nicht mehr die Freiheiten der Mini 2 mit der unter 250 Gramm Regel. Denkt bitte dran, dass ihr das beachtet. Nicht, dass hier wieder alles in meinen Kommentaren landet, dass die DJI Mini 2 jetzt über 250 Gramm ist. Das weiß ich auch. Also, ihr braucht einen kleinen Drohnenführerschein, wenn ihr das sozusagen komplett zusammenbauen wollt. Das war ein Jux und Dallerei und ein lustig Video von mir hier direkt aus Spanien. Ich wollte euch mal zeigen, wie das so ist mit der Mini 2 und einer aufgeklebten Insta360 Go 2. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Like, ein Abo oder einen freundlichen Kommentar runter, und damit sehr gern bis zum nächsten Video. Ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.